Today we are reading out of the Theologia Germanica. This is part 2 for us here. We are doing a little bit of jumping around in this book. We are reading it in English, in Auf Deutsch. I decided to jump around to chapter 27 today. That is where we're going to start. But first off, I thought it would be interesting to read a little bit of Gothic. That would be kind of interesting. I found this Gothic piece entitled Bargme Bloma, which means flower of the trees. And I'll read it in English first, just so we know the context, and then into the Gothic, and notice the flow of the words, very Germanic alliteration in aspect. So I'll read this first. The birch bears fine leaves on shining boughs. It grows pale green and glittering, the flower of the trees in bloom, fair-haired and supple-limbed, the ruler of the mountain. Now, Gothic. Brunheim beareth barcae borgum, laubans lubans liodandai, gilva groni glitmunjandai, Bagme blona blau undai. Fagra fafsha lit hulinthi, brau yenodai fergunai. I thought that was an interesting prelude to this. Okay, let's read in English out of the Theologia Germanica. Chapter 27. How we are to take Christ's words when he told us, forsake all things, and wherein the union with the divine will stands. Now, according to what has been said, you must observe that when we say, as Christ also says, that we ought to resign and forsake all things, this is not to be taken in the sense that a man is neither to do nor to propose anything, for a man must always have something to do and to order as long as he lives. But we are to understand by it that the union with God stands not in any man's powers, in his working or abstaining, perceiving or knowing, nor in that of all the creatures taken together. Now, what is this union? It is that we should be of a truth purely, simply, and wholly at one with the one eternal will of God, or altogether without will, so that the created will should flow out into the eternal will and be swallowed up and lost therein, so that the eternal will alone should do and leave undone in us. Now mark what may help or further us towards this end. Behold, neither exercises, nor words, nor works, nor any creature, nor a creature's work can do this. In this way, therefore, we must renounce and forsake all things. That we must not imagine or suppose that any words, works, or exercises, any skill or cunning or any creative thing can help or preserve us to this. Therefore, we must suffer these things to be what they are and enter into the union with God. Yet outward things must be, and we must do and refrain so far as necessary. Especially, we must sleep and wake, walk and stand still, speak and be silent, and much more of the like. These must go on so long as we live. Now, Deutsch.
Das 27 Kapitel. Okay. Wie man das verstehen soll, das Christussprech, man solle all Dinge verleihen und woran die wahre Vereinigung mit dem göttlichen Willen gelegen sei. Danach soll man merken, wenn man spricht, den Christus spricht, man solle alle Dinge lassen und verleihen. Das soll man nicht dort verstehen, dass der Mensch nicht so tun oder so handeln solle haben. Denn der Mensch muss je etwas so tun und so schaffen haben, der will oder lebt. Aber man soll es also verstehen, dass alles der Menschen vermögen, tun und lassen, Bekenntnis und Wissen und ach alle Kreaten das nicht ist, worin die Vereinigung liegt, worin besteht nun die Vereinigung? Darin, dass man lauterreich und einfaltiglich und ganzlich in der Wahrheit einfaltig, sie mit dem einfältigen ewigen Willen Gottes oder zumal und Willen sie und das der Geschaffene. Wille geflossen sie in den ewigen Willen und darin verschmolzen sie und so nicht geworden sie also, dass der ewige Wille will allein das Selbst wolle tue und lasse. Nun mag. Was kann dem Menschen her deinen oder helfen? Sei das Vermag weder wisse, Wort noch Werk und ach keine Kreatur noch alle Kreaturen Werk. Also soll man alle Dinge lassen und verleihen, das ist, dass man nicht warnen oder denken soll, dass ein Welt, Wort oder Weise, Kunst oder Meisterschaft oder Künstlich, alles das geschaffen ist. Das kann alles Heil so werde deinen noch helfen. Darum so muss man dies alles sehen lassen, was es ist und muss gehen in die Einigung. Doch müssen die Dinge sehen und man muss tun und lassen. Und besonders der Mensch muss schlafen und wachen, gehen und stehen, reden und schweigen, essen und trinken und will mir dergleichen. Das doch sein muss, der will und Mensch liebt. Okay. Chapter 28. Now, after a union with the divine will, the inward man stands movable, while the outward man is moved here and there. Now, when this union truly comes to pass and becomes established, the inward man stands from this time, forward immovable in this union. And God suffers the outward man to be moved here and there from this to that, or such things are necessary and right.
so that the outward man says with certainty, quote, I have no will to be or not to be, to live or die, to know or not to know, to do or to live undone, and the like. For I am ready for all that is to be or ought to be, and obedient to that, whether I have to do or to suffer, unquote. In this, the outward man has no intent or purpose, but only to do his part to further the eternal will. For it is perceived of a truth that the inward man shall stand immovable, and that it is needful for the outward man to be moved. And if the inward man have any intent of the actions of the outward man, he says only that such things must be and ought to be, as are ordained by the eternal will. And where God himself dwells in this man, it is thus, as we plainly see in Christ. Moreover, excuse me, where there is this union, which is the offspring of a divine light, and dwells in its beams, there is no spiritual pride or irreverent spirit, but boundless humility and a lowly, broken heart. Also, an honest, blameless walk, justice, peace, content, and all that is of virtue must be there. Where they are not, there is no right union, as we have said. For just as neither this thing nor that can bring about or further this union, so there is nothing which has power to frustrate or hinder it, save the man himself with his self-will. Let me say that again. Save the man himself with his self-will. That does him great wrong. Of this be well assured. Okay, let me take a swig of coffee. Excuse me. Or entschuldigen Sie. Okay, auf Deutsch. Das 28 Kapitel. Wie nach der Vereinigung mit dem göttlichen Willen der Innermensch unbeweglich steht und der außer Mensch hin und her bewegt wird. Und wo die Einigung geschieht, in der Wahrheit und Wessenhaft wird, da steht weiterhin der Innenmensch in der Einigung und beweglich und Gott labst, der Außenmenschen hin und her bewegt und werden von diesem Süden. Das muss und soll sein und geschehen, dass der Außermensch spricht und es auch in der Wahrheit auch so ist. Ich will weiterziehen, noch nichts sehen, weiterleben, noch sterben, wissen oder nicht wissen, tun oder lassen und alles, das diesem gleich ist, Sünde und alles. Das da muss und soll sein und geschehen, dazu bin ich bereit und gehorsam, es sie und leidende Weise oder in tagreiche Weise. Und also hat der Außermensch kein Waren oder Suchen, außer allein dem weichen Willen genug zu sein. Denn das wird erkannt in der Wahrheit, dass
der Mensch stehen soll unbeweglich und der Außermensch soll bewegt werden. Und hat der Innermensch in seine Beweglichkeit einwahren. Das ist nichts anderes, denn es muss und soll sein, geordnet von dem ewigen Willen. Und wo Gott selber der Mensch war oder ist, da ist ihm also. Das merkt man wohl in Christo. Auch lo dies in gottlichem und aus gottlichem Licht gescheit. Da ist nicht geistlich Hoffart noch unnachtsame, tough one, Freiheit oder freies Gemut, sondern grundlose Demut und ein niedergeschlagenes, in sich gesenktes, betrübtes Gemut und ganz Ordnung und Verständigkeit, Gleichheit und Wahrheit, Freude und Genugsamkeit und alles das, was allen Tugenden zugehört, das muss das sein. Wo es anderes ist, das ist ihm nicht recht, wie von gesprochen ist. Denn recht wie das oder das zu dieser Einigung nicht helfen oder dienen kann, also ist auch nicht, dass sie ihren oder hindern kann, als allein der Mensch selber mit seinem eigenen Willen, der tut ihm diesen großen Schanden. Das soll man wissen. Okay, and das ist alles. That includes 27 and 28 in the Theologia Deutsch. Theologia Germanica.